Die Campingsaison 2024 ist bereits in vollem Gange. Auch wir waren im Mai schon mal für 5 Tage mit unserem Faltcaravan unterwegs, und zwar waren wir auf dem Campingplatz Bella Italia in Peschiera del Garda, um dem lästigen Dauerregen zu entfliehen und etwas Sonne zu tanken. In der Regel kommt ja unser alljährliches Setup-Video pünktlich vor dem allerersten Ausflug. Doch dieses Jahr standen wieder mehr Anpassungen auf dem Programm. Deshalb wollte ich im Mai schon mal einige Elemente vorab testen und ausmisten, bevor ich euch gleich mit zu vielen Änderungen erschlage. Am Ende haben es dennoch 18 Anpassungen ins neue Faltcaravan-Setup geschafft, wobei der Fokus in diesem Jahr ganz klar im Küchenbereich liegt. Legen wir also am besten gleich los mit dem einzigen Element, von welchem wir uns in diesem Jahr verabschieden werden. Und zwar handelt es sich hierbei um das aufblasbare Campingsofa von Wango, welches in der Regel von unseren Kindern im Wohnzimmer respektive Hauptzelt des Faltcaravans in Beschlag genommen wurde, beispielsweise beim Umziehen oder auch zum Lesen eines Buches. Im vergangenen Jahr wanderten jedoch immer öfter die neuen Klappstühle der Kinder vom Ess ins Wohnzimmer, weshalb wir uns künftig das Auf- und Ablassen des separaten Sofas sparen werden. Zudem verfügt unser Camplet-Zeltanhänger ja noch über ein serienmäßig integriertes und ganz einfach hochklappbares Sofa in der Schlafkammer der Kinder, falls uns doch mal die Stühle ausgehen sollten. Insgesamt 3 Elemente, welche bereits in der Vergangenheit aussortiert wurden, erleben in diesem Jahr ein Comeback in unserem Faltcaravan-Setup. Da wir im Juli erneut den Campingplatz Piazza d'Oro in Lazise anfahren werden, welcher aktuell noch nicht auf allen Plätzen über einen eigenen Wasseranschluss verfügt, nehmen wir den faltbaren Isabella Wasserkanister und den dazu passenden Isabella Akkuwasserhahn mit Pumpe, welche beide standardmäßig im Lieferumfang der Camplet Faltcaravan Küche enthalten sind, wieder ins Setup auf, um uns zwischendurch den Weg zum Sanitärgebäude sparen zu können. Ebenfalls eine zweite Chance erhalten die 6 sturmfesten Fixclip-Wäscheklammern, welche in diesem Jahr für das Gestänge des Küchensonnendaches vorgesehen sind. Denn da wir den Zeltanhänger auch diesmal wohl wieder um 90 Grad gedreht aufbauen und so in der Küche mehr Sonne abbekommen werden, können wir dank den Fixclips einige Badetücher als Sonnenschutz anbringen, ohne dass diese uns bei etwas zu viel Wind gleich wieder davonfliegen. Insgesamt 9 Elemente wurden für die diesjährige Campingsaison ersetzt, wobei nur eines davon außerhalb der Küche anzutreffen ist. Dabei handelt es sich um die aufblasbare Uberlink Air Bodenplane, bei der wir allerdings nur von der bisherigen 2,5 auf 4 Meter großen Variante auf die neu erhältliche 2,3 auf 3,7 Meter große Version wechseln. Denn diese sollte nun perfekt ins Wohnzimmer respektive Vorzelt passen, ohne dass wir diese, wie bisher, in den Ecken immer etwas zusammenstauchen müssen, damit sie genau passt. Allerdings werden wir dies erst im Juli auch tatsächlich in der Praxis testen können. In der Küche wurden unter anderem unsere beiden Schneidbretter aus dem Lidl, welche übrigens seit 2017 in Gebrauch sind, erneuert und durch die praktischeren, faltbaren Schneidbretter von Camp 4 ersetzt. Damit lassen sich die geschnittenen Zutaten im Anschluss noch einfacher in den entsprechenden Behälter kippen, ohne dass etwas daneben gehen kann. Vom gleichen Hersteller stammt auch das neue, etwas kompaktere Küchenhelfer-Set, welches viel weniger Platz in der Küchenschublade einnimmt. Allerdings fehlt bei diesem der Schneebesen, weshalb wir eben diesen ebenfalls durch einen cleveren Twist Schneebesen von Joseph ausgetauscht haben, der dank seines Twist auch kaum Platz in der Schublade einnimmt. Der stets offene und umständlich zu reinigende Pizzaschneider war mir ebenfalls schon seit einiger Zeit ein Dorn im Auge, gerade weil die Kinder oft einfach so in die Besteckschublade greifen. Darum habe ich diesen sicherheitshalber durch den Disk-Pizzaschneider von Joseph ausgetauscht, welcher sich ganz nebenbei zerlegen und dadurch einfacher putzen lässt. Im vergangenen Herbst habe ich ja bereits mit Edelstahlgeschirr experimentiert, um endlich das umstrittene Melanin- und Plastikgeschirr loszuwerden. Nun haben wir diesen doch etwas umfangreicheren Wechsel offiziell in unserer Faltcaravan-Küche vollzogen. Zum einen wurden all unsere Becher und Gläser durch die farbenfrohen Edelstahl-Thermobecher von Clean Canteen ersetzt. Diese haben nicht nur den Vorteil eines optional montierbaren Deckels, welcher ungebetenen Insektengäste im Getränk vorbeugt und die Sauerei beim Umstoßen minimiert, sondern halten nun auch die leckeren Cocktails im Sommer länger kühl oder ein Kaffee im Herbst länger warm. Auf der anderen Seite wurden auch sämtliche Teller und Schüsseln sowie das Besteck durch das clevere Macware Family Set aus dem Hause Full Windsor abgelöst.
Die mit Magneten versehenen Edelstahlteller und Schüsseln werden hierbei nicht nur während der Fahrt zusammengehalten, auch das dazu passende Besteck lässt sich beim Essen direkt daran anbringen, kann so nicht mehr auf den Boden fallen oder den Tisch schmutzig machen. Durch die unterschiedlichen Farben muss nun übrigens auch niemand mehr den anderen beschuldigen, seinen Teller, Schüssel, Löffel, Gabel, Messer oder gar Becher geklaut zu haben. Beim Besteck selbst habe ich sicherheitshalber aber nochmals ein zusätzliches Magware-Besteckset für 5 Personen dazugenommen, wobei der kommende Urlaub dann wohl zeigen sollte, ob dieses im Campingalltag wirklich nötig ist. Das letzte ersetzte Element hört sich zwar ziemlich banal an, ist für mich persönlich aber ein absoluter Gamechanger, und zwar der Wechsel von gewöhnlichen Schwämmen zum Scrub Mummy Schwamm. Dieser passt nicht nur seine Konsistenz der Wassertemperatur an und ist nach getaner Arbeit kinderleicht zu reinigen. Das Beste daran sind tatsächlich die Augen und der Mund. Ersteres sorgt dafür, dass man Becher viel einfacher und schneller reinigen kann. Letzteres tut dasselbe für das Besteck. Daneben gefallen diese unseren Kindern optisch ebenfalls besser, weshalb sie mich künftig hoffentlich öfters einmal beim Abwaschen unterstützen werden. Insgesamt 5 Elemente sind für dieses Jahr komplett neu hinzugekommen, darunter auch wieder 2 Experimente. Fangen wir allerdings am besten bei den banaleren Neuerungen an. Da wäre zum einen die platzsparende, faltbare Salatschüssel von Camp 4, welche ihren Beitrag leisten soll, dass wir künftig auch im Urlaub wieder etwas mehr Salat zu uns nehmen. Auch der neue falt- und tragbare Wäschekorb von Joseph, um welchen mich meine Frau gebeten hatte, bedarf wohl keiner allzu großen Erklärung, außer dass dieser den bestehenden Belsol Wäschekorb für den eigentlichen Transport der Wäsche ergänzen soll. Hinzu kommt auch noch ein praktischer Metaltex Brotbeutel, welcher dafür sorgen soll, dass das vor Ort eingekaufte Brot länger haltbar ist und nicht bereits am nächsten Tag schon steinhart wird. Nun zu den bereits angesprochenen Experimenten, welche übrigens für einmal nicht von mir, sondern von meiner besseren Hälfte angestoßen wurden. Seit Jahren liebäugelt meine Frau schon mit dem Omnia Backofen, und da unsere Kinder mittlerweile auch ein selbstständigeres Alter erreicht haben, dürfte endlich auch die dafür nötige Zeit im Campingalltag zur Verfügung stehen. Als 4-köpfige Familie dürfte die Standortausführung allerdings nicht ausreichen, weshalb wir uns für einen individuellen Omnia mit der größeren antihaftbeschichteten Backform sowie einer passenderen Farbe zusammengestellt haben. Ich bin bereits gespannt, welche kulinarischen Köstlichkeiten uns damit erwarten werden. Als zweites Experiment und zugleich letzte Anpassung unseres Faltkavan-Setups testen wir mit dem Scrubber Waschbeutel quasi eine ultraportable Waschmaschine für unsere Kleider. Die Idee dahinter ist, komplett unabhängig von den Waschmaschinen auf dem Campingplatz zu werden, da dafür am Gardasee schon mal 5 € pro Waschgang fällig werden und Waschmaschinen vor Ort auch noch die meiste Zeit bereits von anderen Campinggästen belegt sind. Dies waren nun alle 18 Anpassungen für die Campingsaison 2024. Wie gewohnt findet ihr sämtliche Details zu den neuen und alten Elementen unseres Faltkavan-Setups inklusive Gewicht und wo diese genau beim Transport verstaut werden unter der einfach zu merkenden URL falt.haus/setup oder über den passenden Link in der Videobeschreibung. Wir haben übrigens bereits damit begonnen, unsere Sachen für den mehrwöchigen Sommerurlaub zu packen. Somit gibt es dann spätestens ab dem 7. Juli auch wieder tägliche Stories auf unserem Instagram-Kanal direkt aus dem Urlaub, im Rahmen derer ich auch gerne wieder all eure Fragen beantworte. Nach dem Urlaub melde ich mich dann auch wieder mit einem Fazit der alljährlichen Roomtour und den Details zum Hagelsturm im vergangenen Sommerurlaub zurück, welcher zwar nicht unseren Falter, dafür aber unser Auto heftig zugesetzt hat. Also unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um künftig kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und frohes Campen!